Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Buch, was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten. Von Axel Bojanowski bietet einen fundierten und umfassenden Überblick über eines der drängendsten Themen unserer Zeit: den Klimawandel. Mit seinem Hintergrund als erfahrener Wissenschaftsjournalist trennt Bojanowski Fakten von Meinungen und beleuchtet kritisch die Spannungsfelder zwischen Wissenschaft, Politik und verschiedenen Lobbygruppen. Der Autor nimmt sich der vielen Unsicherheiten und Missverständnisse an, die in der öffentlichen Debatte rund um den Klimawandel existieren, und präsentiert wissenschaftliche Erkenntnisse auf eine verständliche, aber tiefgründige Weise. Ziel ist es, die Leserinnen und Leser zu informieren, aber auch zu einer eigenen, unabhängigen Meinungsbildung zu ermutigen. Bojanowskis Ansatz zeichnet sich durch eine differenzierte Darstellung komplexer Sachverhalte aus und hilft dabei, gängige Mythen zu hinterfragen. Das Buch richtet sich sowohl an Laien, die einen Einstieg ins Thema suchen, als auch an Experten, die eine tiefergehende Analyse der Klimadiskussion schätzen. Besonders in einer Zeit, in der Klimaschutzmaßnahmen und Politik immer häufiger von Emotionen und Halbwissen begleitet werden, ist dieses Buch ein wertvoller Beitrag zur Versachlichung des Diskurses. Es liefert das Rüstzeug, um auf Basis solider Fakten mitreden und argumentieren zu können. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Grundlagen des Klimawandels. Im ersten Kapitel erklärt Axel Bojanowski die wissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels und legt dar, wie das Klimasystem der Erde funktioniert. Er beschreibt die Rolle von Treibhausgasen wie Kohlendioxid und Methan, ihre Quellen und Auswirkungen auf die globale Temperatur. Bojanowski geht auf natürliche und anthropogene, menschlich verursachte Einflussfaktoren ein, die das Klima über Jahrmillionen geprägt haben, und erläutert, wie Forscher Veränderungen im Klima messen. Hierbei wird auch auf die Datenerhebung durch Satelliten, Wetterstationen und paläoklimatische Methoden wie Eisbohrkerne eingegangen. Es wird deutlich, dass Klimaforschung eine multidisziplinäre Wissenschaft ist, die Meteorologie, Ozeanographie, Physik, Chemie und Biologie vereint. Besonders wertvoll ist Bojanowskis nüchterner Blick. Er stellt Forschungsergebnisse vor, verweist aber auch auf bestehende Unsicherheiten und die Schwierigkeit, komplexe Klimamodelle zu erstellen und ihre Ergebnisse richtig zu interpretieren. Damit vermittelt das Buch eine solide Wissensbasis, die für das Verständnis der gesamten Thematik unerlässlich ist. Zweitens: Klimaforschung zwischen Wissenschaft und Politik. In diesem Abschnitt setzt sich Bojanowski kritisch mit dem Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik auseinander. Er zeigt auf, wie wissenschaftliche Erkenntnisse zur Grundlage politischer Entscheidungen werden und wie sie dabei oft vereinfacht oder verzerrt dargestellt werden. Lobbygruppen aller Seiten versuchen, die Diskussion in ihrem Sinne zu beeinflussen. Der Autor beschreibt, wie Gutachten und Studien von Interessengruppen genutzt werden, um politische Maßnahmen zu legitimieren. Gleichzeitig geht er auf die Herausforderungen für Wissenschaftler ein, wenn ihre Ergebnisse in eine oftmals polarisierte Öffentlichkeit gelangen. Bojanowski betont die Bedeutung wissenschaftlicher Integrität und ruft dazu auf, zwischen gesicherten und unsicheren Erkenntnissen zu unterscheiden. Besonders aufschlussreich sind die Passagen über den Druck, den Wissenschaftler erleben, wenn die Nachfrage nach klaren und einfachen Antworten steigt. Obwohl die Realität häufig wesentlich komplexer ist. Der Leser erhält einen Einblick, wie wissenschaftliche Fakten in politische Strategien und öffentliche Kommunikation einfließen. Drittens: Missverständnisse und Mythen rund ums Klima. Im dritten Hauptthema entlarvt Axel Bojanowski weit verbreitete Missverständnisse und Mythen, die sich sowohl bei Klimaskeptikern als auch bei alarmistischen Darstellungen finden. Er erklärt sachlich, warum nicht jeder heiße Sommer mit dem Klimawandel gleichgesetzt werden kann und wie Wetterextreme im Kontext langfristiger Klimatrends zu bewerten sind. Zahlreiche Beispiele aus Medien und politischen Debatten werden analysiert, um zu zeigen, wie selektiv Informationen verwendet werden, um bestimmte Narrative zu bedienen. Bojanowski betont, wie wichtig es ist, differenziert zu argumentieren und liefert Instrumente für eine kritische Medienkompetenz.
Zudem verweist er auf internationale Unterschiede, wie in verschiedenen Ländern die öffentliche Wahrnehmung des Klimawandels geprägt wird. Dieses Kapitel schärft den Blick für eine faktenbasierte Diskussion und unterstützt den Leser dabei, voreilige Schlüsse zu vermeiden. 4. Die Rolle von Lobbygruppen und Interessenvertretern. Ein zentrales Thema des Buches bildet die Analyse der verschiedenen Akteure, die an der Klimadebatte beteiligt sind. Bojanowski untersucht, wie Industrieverbände, Umweltorganisationen, politische Parteien und internationale Institutionen ihre Interessen rund um den Klimawandel verfolgen. Er gibt Einblicke in die Strategien, mit denen Ziele wie Wirtschaftsförderung oder Umweltschutz durchgesetzt werden sollen, und beleuchtet die Macht von PR-Kampagnen, Expertenanhörungen und Studienfinanzierungen. Besonders aufschlussreich ist die Darstellung der feinen Unterschiede zwischen berechtigter Interessenvertretung und beeinflussender Lobbyarbeit, die auf Kosten der wissenschaftlichen Objektivität gehen kann. Bojanowski zeigt, wie schwer es ist, die Spreu vom Weizen zu trennen, und plädiert für mehr Transparenz im Umgang mit klimarelevanten Informationen. Dieses Kapitel hilft, politische und wirtschaftliche Motive besser einzuschätzen. Schließlich Ansätze und Grenzen der Klimapolitik. Das letzte große Thema des Buches widmet sich den politischen Maßnahmen gegen den Klimawandel. Bojanowski analysiert globale und nationale Strategien wie CO2-Bepreisung, Emissionshandel und den Ausbau erneuerbarer Energien. Er erklärt, wie wirkungsvoll solche Maßnahmen in der Praxis sind und wo ihre Grenzen liegen. Besonders kritisch setzt er sich mit Symbolpolitik auseinander, die der komplexen Realität des Problems nicht gerecht wird. Beispiele aus der deutschen und internationalen Energiepolitik verdeutlichen, wie schwer sich ein Konsens finden lässt, wenn wirtschaftliche, soziale und ökologische Interessen aufeinandertreffen. Zudem diskutiert Bojanowski technologische Entwicklungen, sowohl Chancen wie auch Risiken, und warnt vor dem Vertrauensverlust, wenn politische Maßnahmen zu kurzfristig angesetzt werden. Damit vermittelt dieses Kapitel ein realistisches Bild von der Machbarkeit und den Herausforderungen internationaler Klimapolitik. Zusammenfassend: Was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten, ist ein Buch für alle, die sich eine fundierte, sachliche und unabhängige Meinung zum Thema Klimawandel bilden möchten. Es empfiehlt sich für Leserinnen und Leser, die mehr über die wissenschaftlichen Zusammenhänge erfahren und die Komplexität der öffentlichen Diskussion begreifen wollen, unabhängig davon, ob sie bereits Vorwissen haben oder sich erstmals mit der Thematik auseinandersetzen. Besonders wertvoll ist das Buch für Menschen, die beruflich, politisch oder gesellschaftlich an Klimathemen interessiert sind und fundiert mitreden möchten. Bojanowskis differenzierte Analyse hilft dabei, populistische Meinungen und gezielte Desinformation zu erkennen. Ein Vorteil, der in Zeiten stark polarisierter Debatten besonders wichtig ist. Wer Wert auf Fakten, wissenschaftliche Integrität und Transparenz legt, wird in diesem Buch ein zuverlässiges Nachschlagewerk finden. Anders als viele andere Bücher zum Thema bezieht Bojanowski keine extreme Position, sondern fordert zu kritischem Denken und selbstständiger Einschätzung auf. Dieses Buch bereichert das persönliche Wissen, verbessert die Medienkompetenz und bringt Klarheit in die oftmals überhitzte Klimadiskussion. Für jeden, der echte Entscheidungen für Gegenwart und Zukunft treffen will, ist dieses Werk ein unverzichtbarer Begleiter. Wenn Sie unterstützen möchten: Axel Bojanowski, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.